Mhm. Genau, ich würde sagen, wir legen dir. Warte, ganz kurz. Jochen, hast du die Aufzeichnung gestartet? Okay, ja, dann können wir offiziell starten. Super, ich freue mich total, dass alle da sind und dass wir über das Thema digitale Barrierefreiheit sprechen. Ich habe ja jetzt auch schon auf LinkedIn ein paar Sachen zu dem Thema gepostet und ich finde es erstaunlich, wie wenig Leute sich über das Thema Gedanken machen und wie viel mehr dieses Thema noch promoted werden muss, damit das on top of mind ist. Und ich finde super, dass wir, Markus, mit dir einen Experten da haben und dann auch noch Alexander, der noch aus seinen Erfahrungen berichten wird. Und ich würde sagen, wir stellen uns einfach einmal erst vor, damit alle, die hier mit im Meeting sind, wissen, wer dabei ist. Ich starte einfach mal. Ich bin Isa von OMR. Ich bin Geschäftsführerin bei OMR und Head of Marketing und habe außerdem die Initiative 50/50 gegründet, die sich ja mit Gleichberechtigung insgesamt auseinandersetzt und wo wir das Thema jetzt auch uns nochmal explizit auf die Fahne geschrieben haben und auch bei OMR da mehr machen wollen, weil wir auch gemerkt haben, dass das Festival auf jeden Fall noch nicht barrierefrei ist und auch unsere Webseiten noch nicht. Deswegen finde ich super, dass wir mit Access4 jemanden an der Seite haben, die da Experten sind. Und ja, ich moderiere heute und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie jederzeit in den Chat, dann machen wir am Ende nochmal eine abschließende Q&A und werden alle Fragen noch beantworten. Wir haben auch ein paar noch über LinkedIn gesammelt, die werde ich nochmal einstreuen, wenn sie nicht schon überhaupt sowieso vorher thematisiert werden. Und jetzt gebe ich einmal an Markus, dass er sich einmal vorstellt. Mhm. Danke dir, Isabel. Genau, Markus Erle, ich bin der Co-Founder und CEO von Access4. Wir sind eine Software-Company, die sich ganz auf PDF-Barrierefreiheit spezialisiert hat, damit es einfach geht, damit möglichst in Zukunft alle PDFs barrierefrei sind. Ich bin seit 20 Jahren in dem Bereich digitale Barrierefreiheit, habe auch mit Webbarrierefreiheit angefangen und ich bin auch Beirat und Gründungsmitglied von dem Berufsverband für Digital Accessibility Professionals, IAAP, und Chair der Arbeitsgruppe, eine internationale Arbeitsgruppe zu den Techniken, wie man denn PDF-Barrierefreiheit umsetzt. Und dann gebe ich jetzt mal den Ball zu Alexander. Ja, herzlichen Dank. Alexander Paukovic aus München vom BIT-Zentrum der Abteilung für barrierefreie Medien und für Beratung in Sachen digitale Barrierefreiheit beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. In dieser Abteilung arbeite ich jetzt seit knapp 10 Jahren und ja, komme von Studium und Ausbildung her ganz woanders her, aber das ist bei AkademikerInnen mit Behinderung ein Regelfall, nicht die Ausnahme. Eigentlich bin ich promovierter Slawist, also Sprachwissenschaftler, insofern momentan da auch in dem Ukraine-Kontext ziemlich gefragt, aber eben seit 10 Jahren unterwegs in Sachen digitale Barrierefreiheit und auch Brailleschrift im Blinden- und Sehbehindertenverband in Bayern. Und wahrscheinlich bist du in dem Bereich unterwegs, weil dich der Bereich selbst, also weil du ja selbst betroffen bist und gemerkt hast, da ist noch einiges zu tun. Ja, es ist vielleicht noch ein bisschen prosaischer. Ich habe ganz einfach eine Stelle gesucht. Und ja, ich war davor IT-Trainer in einer Bildungseinrichtung für blinde und sehbehinderte junge Leute in Nürnberg. Und von da aus bin ich dann ins BIT-Zentrum München gekommen, ja, als Anwender, als eigentlich einer, der sich immer gedacht hat: „Ah, das sollen andere machen. Ich bin ja bloß User. Ich kenne mich doch da viel zu wenig aus.“ Äh, Hat sich aber schnell relativiert, vor allem, weil ich gemerkt habe, ich bin ein einigermaßen, glaube ich, ganz passabler Erklärer und das ist ja auch ganz wichtig. Absolut. Also ich konnte mit Alexander Gott sei Dank schon ganz viele Sessions machen, wo er präsentiert, worauf es ankommt. Und er ist so überzeugend und so ein Entertainer. Er ist Educator und Entertainer gemeinsam. Und was wollen wir mehr? Ja, da sind wir dann heute gespannt drauf. Ich fände es super spannend, wenn du uns einmal von deinen Erfahrungen berichtest mit digitaler Barrierefreiheit beziehungsweise mit der fehlenden digitalen Barrierefreiheit und vor allem auch auf das Thema barrierefreie Dokumente noch eingehst. Ich glaube, insgesamt interessiert hier alle einmal so ein allgemeiner Einblick. Wie sieht das bei dir aus? Wie gehst du mit der digitalen oder ja, mit digitalen Barrieren um und was fehlt dir? Was muss noch gemacht werden? Und ja, erzähl uns einfach mal so ein bisschen. Ja, vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Digitale Barrieren muss ich gar nicht irgendwie lang suchen oder Beispiele dafür finden oder so, sondern sie pflastern meinen Weg. Sie sind Alltag.
fast jedes Dokument, das irgendwo zum Herunterladen ist, also gerade so in der freien Wirtschaft, in der Privatwirtschaft, ist in der Regel nicht vollständig barrierefrei oder es weist sogar zahlreiche Barrieren auf. Das gilt auch für Webauftritte. Da ist immer noch, wie man so schön sagt, Luft nach oben. Andere Bereiche wie etwa Social Media sind sowieso über weite Strecken etwas, wo ich da wirklich noch große Schwierigkeiten habe, alles mitzuverfolgen. Stichwort Twitter, Facebook und Co. Fast 100% der auf Twitter zum Beispiel geteilten Bilder haben keinen Alternativtext, also keine Bildbeschreibung. Dann schreibt jemand also, boah, ist das geil? Und dazu kommt ein Bild. Da denke ich mir, ja, was ist jetzt geil? Jetzt muss ich schon wieder nachfragen, weil ich halt einfach nicht mitreden kann. So. Und das ist eigentlich Alltag. Je mehr wir in Richtung öffentliche Stellen gehen, Behörden, öffentlicher Dienst und so weiter, desto mehr ist sowohl Barrierefreiheit drin in den Angeboten, als auch auf der Metaebene. Also Erklärung zur Barrierefreiheit muss vorhanden sein. Manchmal steht da auch drin, ja, wir arbeiten noch dran, aber immerhin, also da tut sich was. Und ja, also an sich habe ich tagtäglich damit zu tun, dass ich irgendwo bin auf einer Website, in irgendeinem Angebot und feststelle, okay, das kann ich jetzt nur halb nutzen oder gar nicht oder mit viel Umwegen, weil oft nicht die Barrierefreiheit zu mir kommt, helfen mir dann Techniken wie der Screenreader, dass ich zumindest einigermaßen zu einer Lösung komme, indem es dann so Sachen gibt wie, nennt sich dann zum Beispiel sprechendes Bild, eine relativ neue Funktion in meinem Screenreader. Da wird ein Bild hochgeladen zu Servern und wird dann wahrscheinlich mit KI oder mit Abgleich von Datenbanken halbwegs beschrieben. Das sind dann so Informationen, die mir zumindest einen Anhaltspunkt liefern, wenn das Bild wieder mal so einen super Dateinamen hat wie File25.png, damit ich dann zumindest weiß, was sich dahinter verbirgt. Also für Mhm. mich ist das Umgehen mit Barrieren wirklich ein Alltagsthema. Tagtäglich kommt sowas vor. Und wie ist das, Markus? Ja, Isabel, ich glaube, wir wollen das doch mal hören, oder? Also wollen wir das mal hören, wie das sich anhört oder wie so eine Barriere konkret ist? Ich glaube, das würde uns alle interessieren. Ja, da wollen wir gleich mit 2 Beispieldokumenten arbeiten. Ich hätte die jetzt hier, Markus, von denen wir heute kurz gesprochen hatten. Hm? Dann starten wir mal damit. Äh, ein PDF, wie es Alltag für mich ist und dann anschließend ein PDF, wie es perfekt ist. Genau. Also Und wir haben einen kurzen Use Case konstruiert, weil es ist ja immer gut, wenn man eine kleine Story erzählt. Also Alexander, angenommen, er würde bei uns arbeiten und er ist interner Mitarbeiter und wir geben ihm eine Rechnung und die sagen wir, hey Alexander, bitte bezahl die. Guck mal, ob der Rechnungsbetrag stimmt und bezahl die. Und das ist quasi der Use Case. Und jetzt haben wir einmal den Fall, die nicht barrierefreie Version und dann die barrierefreie. Und du, Alexander, wirst uns mal zeigen, also wo dort die Unterschiede liegen. so, jetzt muss ich allerdings erstmal schauen, ob ich das hier auch kann. Und bitte auch den Screen wieder für uns Laien bitte ganz langsam stellen, na klar. weil damit wir auch was verstehen. Ich weiß, die blinden Screenreader-Nutzer, die stellen es total schnell, so wie wir ja auch schnell querlesen können. Und also da würden wir jetzt gar nicht mehr viel verstehen, nur noch irgendwie Wortsalat. Ich kriege bloß momentan die Option zum Screensharing nicht her. Schau gerade. Das haben wir natürlich vorher ausprobiert, aber das hilft dann auch nicht immer, wenn es dann live drauf ankommt. Ja, das Problem ist, dass die Kurztaste dafür Jochen, nichts führt. also kannst du... Ich bin schon gerade dran, ja. Bin am Prüfen, gucken. Genau. Das ist es nicht. Genau, Was vielleicht verirrt sich denn dahin? wer... Es zieht sich durch heute. Ja, ja. Nee, ich habe die Option hier gar nicht. Für Bildschirm teilen.
Vielleicht eine kleine Zwischenfrage, solange ihr das klärt. Gibt es denn auch Unternehmen, die du dann konfrontierst mit der Nicht-Barrierefreiheit? Ja, das tue ich ständig. Ein Beispiel, es gibt hier in München 2 recht große Tageszeitungen. Die eine ist da vollkommen offen für das Thema. Da kann ich die App gut nutzen, da ist das E-Paper gut nutzbar. Also, ich lese die Zeitung am liebsten in der App. Und die andere ist absolut beratungsresistent. Das interessiert die gar nicht. Also und insofern ist natürlich Barrierefreiheit oder das Fehlen derselben, also das Vorhandensein von Barrieren halt auch eine Sache der Wahl und der Einschränkung der Wahlfreiheit. Wenn ich jetzt so von dem inhaltlichen, vielleicht auch politischen her sagen würde, ich würde aber gern diese andere Zeitung lesen, der stehe ich irgendwie näher oder die mir, habe ich keine Chance, weil ich sie ja nicht lesen kann. Ja, ja, verrückt. Jetzt Okay. können Sie es nochmal probieren, Herr Pawkowitsch. Ja, Oh. Höre ich nichts mehr gerade? Mhm. Wo ist denn? Das Mikro stumm geschaltet bei Herrn Pawkowitsch. Also, Jochen, kannst du noch mal gucken? Ich kann Ja, ich bin ihn nicht freischalten. kein Problem. Genau, jetzt sehen wir deinen Bildschirm, Alexander. Das ist schon mal super. Jetzt müssen wir nur noch dich wieder hören. Ihr Mikrofon ist nicht stumm geschaltet. ist aber schön. So, Jetzt Ja, hören wir jetzt Sie. super. perfekt. Genau. Wir sehen deinen Bildschirm. Ich hoffe, der Teams. Screenreader ist auch zu hören. Nee, der ist noch nicht. Barriere. Pawkowitsch. Er ist nicht zu hören. Oh, Doch, war gerade, oder? Ist das nicht? Bit. Element Ja, Ansicht jetzt hören wir. Mehrfachlistenfeld. okay. Wir hören's. Dann starten wir kurz mit vorher besprochenem Use Case. Ich will also nun jetzt hier diese Rechnung zunächst einmal lesen. Ist auch alles drauf und was muss ich letzten Endes zahlen und auch wohin? Also was ist die Bankverbindung? Mhm. Das sind ja immer so die Informationen. Ich rufe also dieses PDF auf und 0 und das ist also zunächst dieses Beispiel hier. gesamtes Dokument lesen. Auswahlschalter aktiviert. 2 von 3. So, das ist schon mal ein Hinweis, wenn dieses Dialogfeld hier kommt mit diesem merkwürdigen Namen. Gruppe. Acrobat hat technische Hilfsmittel wie ein Sprachausgabeprogramm auf deinem Computer entdeckt und Acrobat hat was entdeckt, okay, nämlich ein Sprachausgabeprogramm. Dokument wird aus Gründen der Barrierefreiheit vorgelesen, glaube ich, heißt der Dialog. Und wenn der kommt, dann weiß ich, okay, barrierefrei ist das PDF nicht, sondern mir wird jetzt angeboten, ja, wie willst du es lesen? Ich sage mal, ich behalte die Standardeinstellungen, die sind meistens dann noch am wenigsten schlecht in so einem Fall. 0 Dokument kommt. Dokument. Und jetzt beginne ich hier mal mit dem Lesen des Dokuments. 2 Grafik. Aha, da geht schon mal los mit einer Grafik, die keine Beschriftung hat, keinen Alternativtext hat. Die wird dann also einfach mit irgendeinem alphanumerischen Wert, das kann sehr unterschiedlich sein, vorgelesen. 2 Ja. Grafik. Projektwerkstatt GmbH-Paste Urstraße 6 Paste Urstraße, das klingt auch gut, aber Sprachausgaben haben immer so ihre Eigenheiten. Manches können sie richtig gut. Vorher tauchte der Name Claudia Beauchamp auf und der wurde richtig schön vorgelesen. Aber hier, Pasteur, nee, irgendwie nicht. Ja, also so ist das manchmal. Und wie kannst du jetzt, Jo. wie kannst du jetzt navigieren? Jetzt kann ich navigieren kann ich jetzt gar nicht. Also mit meinen üblichen Werkzeugen gehe zur nächsten Überschrift zum Beispiel. Vielleicht fängt dort irgendwie die Rechnung an. Wenn ich das probiere mit Tastaturbefehl, dann kommt keine Überschriften. oder vielleicht ist etwas aufgezählt. Listen könnte man sich ja vorstellen in so einer Rechnung. Keine Listen. Aber es gibt auch keine Listen. Einzige Möglichkeit, ich kann mich jetzt nur Zeile für Zeile durchhangeln. Markus Erle, Mirabea Lehr. Und so weiter. 7 Deutsch Le mit ihr Lieferadresse. Access 4 7 Briefköpfe. Rechnung. Drüber. Rechnung. 11 Grafik Rechnungs-NRRG-1234567 Rechnungsdatum 27. Februar 2023. Okay. 999 Ja, das ist Leer Kunden-Fälligkeitsdatum Ihre Ost-Tabelle mit 6 Spalten und 3 Reihen. Oh, jetzt hat der Screenreader oder Acrobat im Zusammenspiel mit dem Screenreader erkannt, hier ist eine Tabelle. Aha, das könnte ja jetzt sein, dass hier also diese Position
Stückzahl, Beschreibung, Menge, Preis und so drin ist. Schauen wir mal. Beschreibung. Menge. Spalte 2. Einzelpreis. Betrag brutto runde Klammer auf Eu. Okay, ich bleibe mal in der Betrag-Brutto-Spalte und gehe nach unten. Ihre Online-Bestell-NR Doppelpunkt. Ja, das ist von oben. Leer. Aber Betrag netto runde Klammer auf Eu. Betrag brutto runde Klammer auf Eu. Darjeeling Fürstflusser FTG FOP 1. Bio, Naturland, Fairtrade, 2022, 1 Okay. Kilogramm Also ich Darjeeling. glaub, irgendwas stimmt da nicht, weil Ich krieg schon so einen Salat im Kopf, so ein Mischmasch, wenn ich das höre. der Das liest also einfach, der liest nicht so, wie ich mir das jetzt vorstellen würde, hier einfach die Zahl vor, sondern das ist ja auch eine automatisch erkannte Tabelle. Das ist nicht eine, die im PDF vorliegt. Im PDF liegt also sozusagen digital korrekt ausgezeichnete Information gar nichts vor, sondern einfach nur der Text, so wie er auch ausgedruckt wird. Also alles, was dahinter steckt an Informationen, ist hier nicht drin und ich müsste mich jetzt hier weiter durchhangeln, bis ich glaub, dann irgendwo Alexander, auf den Preis komme und Ich Bankverbindung glaube, und so. Ja. wir wechseln lieber mal zum guten Beispiel. Also was man sagen kann ist, wenn eine Software automatisch versucht, den Text zugänglich zu machen oder den Inhalt eines Dokumentes, wie in diesem Fall eine Rechnung, dann kannst du dich nicht darauf verlassen. Dann kriegst du meistens irgendwie in irgendeiner Reihenfolge, du weißt nicht, ist es vollständig, du kannst nicht navigieren. Ich glaube, das ist schön klar geworden. Genau, und im schönen Kontrast dazu, also wie hört sich Barrierefreiheit für mich an? Öffnen wir mal die. 6 Überschriften und 2 Links. Das ist schon mal ein Unterschied. Also dieser komische Dialog, wie willst denn du das überhaupt lesen? Der kam jetzt nicht. Das ist schon mal der Hinweis, dieses Dokument ist entsprechend aufbereitet. Der nächste Hinweis kam, es hat 6 Überschriften und 2 Links. Hier ist also wirklich jemand am Werk gewesen offensichtlich und nicht bloß irgendeine KI oder so. Mit Sinn und Verstand wurde dieses PDF aufbereitet. Jetzt kann ich sagen, gehe zur nächsten Überschrift. Das heißt, fangen wir mal ganz vorne an, ganz oben. Logo Projektwerkstatt. Grafik. So, das ist schon mal ein Bild mit Bildbeschreibung. Da wird jetzt das Logo nicht beschrieben, aber das braucht es an der Stelle auch gar nicht, sondern ich weiß jetzt, das ist das Firmenlogo. Könnte mich ja dann noch informieren, wie das aussieht oder so bei Bedarf. Ne? Aber so ist das nun und dann kommt oben sicherlich wieder irgendwie der Briefkopf. T-Kampagne Grafik. DV Ehrenfänger Grafik. Sehr gut. Axis 4 Deutschland G. Genau, also das. Und jetzt gibt es ja Überschriften. Also kann ich zu den entscheidenden Dingen mich nach unten hangeln. Lieferadresse Doppelpunkt. Okay. Rechnung Überschrift Ebene 1. Tabelle mit 2 Spalten und 5 Reihen. Tabellen, ja, Tabellen sind wunderbar, wenn sie korrekt ausgezeichnet oder gebaut sind. Schauen wir mal, wie das hier ist. Rechnungs-NR. RG-12. Okay, da Rekund gehen wir mal nach unten. Ihre aus Tabelle. Das ist also so Rechnungsnummer und solche Dinge, Kundennummer. Da ist die Tabelle zu Ende. Tabelle mit 6 Spalten und 8 Reihen. Und dann kommt noch eine Tabelle. Beschreibung. Menge. Spalte. Und da haben wir jetzt die Informationen drin. Was ist geliefert worden? Wie viel davon? Wie viel kostet es? Ihre Online-Bestell-Darjeeling Fürstflusser FTG FOP 1. Einzelpreis Menge Senk. Darjeeling Fürstflusser. Ja. Einzelpreis. Mich wundert Und woher gerade, weißt du? Mich wundert es gerade, dass er nicht umgeschaltet hat auf Englisch als Dokumentsprache. Vorher ging das. Dieses Darjeeling First Flush, da müsste er jetzt eigentlich mit einer schönen, mit Very British Voice das vortragen. Hat er gerade nicht gemacht, aber das ist nicht so schlimm, denn das Entscheidende ist ja. Zwischensummen MWS-Betrag netto runde Klammer auf Gesamtbrutto runde Klammer auf Euro runde Klammer zu senkrechter Strich 128,00. So, ich weiß, dass ich 128 € zahlen muss und dann kann ich die Tabelle auch wieder verlassen, weil irgendwo muss ja die Bankverbindung stehen. Bei dem Dokument würde ich vermuten, da es so schön ausgezeichnet ist, es ist als Überschrift irgendwie vorhanden. Projektwerkstatt. Ich gehe da mal weiter nach unten. GLS Gemeinschaftsbank. Deutsche Bank AG. Berlin Überschrift Ebene 2. Liste mit 2 Einträgen. Wunderbar, da wird mir dann sogar gesagt, bei diesem Eintrag Deutsche Bank AG Berlin, da gibt es drunter eine Liste mit 2 Einträgen. Ja, der erste Eintrag ist IBAN und der zweite Eintrag Swift-Code. Swift-Code BIC. Dahinter stehen die jeweiligen Angaben. Kann ich perfekt lesen. Kann alles sehr schnell auffinden, vor und zurück irgendwo. Muss ich also mir jetzt nicht irgendwie allzu viel überflüssige Dinge merken, sondern kann sie jederzeit bei Bedarf wieder ansteuern. Super, Alexander. Vielen Dank schon mal für diese Präsentation. Ich fand es doch eindrücklich, Isabel, oder? Wie gut man mit einem Screenreader in der Rechnung navigieren kann, wenn sie barrierefrei aufbereitet ist.
Jetzt war es nur so, die sahen ja beide von außen gleich aus. Also woran erkennt man denn jetzt, Inhalt, ob ein Dokument barrierefrei ist? Und letztendlich ist es so, Barrierefreiheit lässt sich von außen nicht unbedingt sehen. Wir haben gesehen, Alexander hat es gesehen jetzt anhand schon die erste Meldung. Seine Software hat es ihm gesagt. Aber es geht letztendlich um maschinenlesbare Dokumente. Das ist so eine Kernanforderung. Das ist das Fundament, dass alle Informationen zuverlässig und komplett maschinenlesbar zur Verfügung stehen, die relevanten Inhalte. Und es geht ja ganz viel, das haben wir ja gesehen, um Zuverlässigkeit, Navigierbarkeit. Und der Clou ist ganz einfach jetzt bei den PDF-Dokumenten, dass die ganzen Informationen in der unsichtbaren Strukturebene hinterlegt sind, die dann von dem Screen wieder ausgelesen wird. Also man muss quasi das Layout sprechend machen, die Inhalte und das Layout sprechend machen. Das macht ein Dokument navigierbar. Und letztendlich ist es gar nicht so schwer. Man kann aus jedem PDF ein barrierefreies PDF machen. Es gibt die Möglichkeit, jetzt aus einem Quellformat, jetzt was weiß ich, Word zum Beispiel, wenn man dort richtig gearbeitet hat, die richtige Software verwendet, dann wird diese Strukturebene automatisch korrekt angelegt. Gibt es Software dafür? Natürlich von uns, ist klar, aber für andere Programme gibt es es auch von anderen. Und eine andere Möglichkeit wäre das PDF, wenn man nur das PDF hat. Man kann das auch im Nachhinein anlegen, geht auch. Oder man macht es aus Daten. Die Rechnung ist ja vielleicht, kommt aus einer Datenbank, ist vielleicht aus einer Datenbank erstellt worden. Da geht es auch. Man nimmt die Daten und bastelt die zu einem barrierefreien PDF zusammen. Und das Ganze ist natürlich wichtig für Inklusion am Arbeitsplatz, weil das ja, Isabel, das ist ja auch so ein großes Thema von dir. Aber wusstest du, bevor wir zusammengekommen sind, schon, wie massiv dieses Thema ist? Nee, ich finde es auch verrückt, weil man kommt dann natürlich von einem großen Thema auf immer viele weitere kleine Punkte und auch gerade in den Posts und auf LinkedIn haben wir ja viel diskutiert und haben auch viele geschrieben, dass ihnen das Thema gar nicht bewusst war. Das finde ich schon auch verrückt, weil wenn ich an Barrierefreiheit denke, gerade auch im Sinne unseres Festivals, dann denke ich an Rampen, an irgendwie Zugänglichkeit mit und weiter. Aber man vergisst ganz oft, wie viele Dimensionen eigentlich betroffen sind. Und ich habe eine Frage, du hast eben schon so ein paar Sachen erklärt. Ist es denn auch möglich, wenn man zum Beispiel ein Dokument hat, dass man dann die wichtigsten Infos einfach hervorhebt? Weil in so einer Rechnung müsste mich ja eigentlich nur interessieren, wo soll ich es hinüberweisen, welche Sachen habe ich und was ist der Endbetrag? Dass nur diese Dinge dann vorgelesen werden? Also es gibt verschiedene Standardmarkierungen, nennen wir es mal. Das sind sowas wie Überschriften zum Beispiel, die Alexander ja auch gut genutzt hat. Das heißt, wenn etwas wichtig ist, dann markiert man es als Überschrift. Es sollte ja eigentlich das Layout schon so aufgebaut sein, dass man das, was wir optisch erkennen, baut man in nicht visueller Form nach, mit Hilfe dieser Markierungen. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, ich markiere das als wichtig oder sowas, sondern ich habe dann Überschriften, ich kann bei Tabellen Köpfe, ich kann Links, ich kann Zitate, ich kann eine Liste auszeichnen. Da gibt es so Standardsachen. Und das heißt, ich sollte idealerweise mein Dokument schon optisch schön übersichtlich aufbauen mit einer Struktur, Überschriftenstruktur, sodass auch ein Screenreader-Nutzer sehr schön springen kann und an diese wichtigen Dinge schnell kommt. Was wir nicht machen können, ist sagen, bei einer Rechnung, lass uns doch nur mal den Rechnungsbetrag markieren und die Kontonummer, alles andere machen wir nicht zugänglich. Das wäre ja nicht Inklusion, weil also wir müssen natürlich schon Equal Access, gleichwertiger Zugang zu allen Inhalten und dann über die Struktur können wir einzelne Sachen steuern, hervorheben, navigierbar machen. Mhm. Und eben im Chat kam auch schon eine passende Frage dazu. Gibt es denn Tools, die die digitalen Barrieren für Nicht-Betroffene sichtbar machen? Also wenn ich jetzt gucke, Barrieren anhören oder weiß irgendwie in irgendeiner Form, wie sich das für jemanden mit einer Sehbehinderung anhört? Ja, die gibt es. Und zwar, da packe ich doch gleich mal 2 Links in den Chat. Also es gibt 2 Standard-Tools, mit denen man
PDF-Dokumente auf Barrierefreiheit prüfen kann. Und das eine ist eine webbasierte Anwendung, also Access Check. Da kann man die Dokumente einfach hochladen. Das ist dann plattformunabhängig für einen schnellen ersten Check. Da könnt ihr auch mal prüfen, ob eure PDFs barrierefrei sind. Ich hau das kurz mal in den Chat rein, beide Links. Und das zweite ist, und den hole ich nochmal separat raus. Das ist dann ein Tool, der PDF Accessibility Checker Pack. Den gibt es nur für Windows, aber der hat zum Beispiel auch so eine Screenreader-Vorschau. Ganz schön bunt. Und dann sieht man dort genau das, was Alexander hört, kann man dort optisch überprüfen mit verschiedenen Farben und kann dann sehen, Moment, sind überhaupt alle Inhalte, werden die mir präsentiert? Ist die Struktur da? Habe ich diese Überschriften? Sind die Links anklickbar? Das kann man alles dort sehen. Und das ist ein sehr beliebtes Tool für die visuelle Überprüfung dessen, was ein Screenreader vorlesen würde. Also das dazu. Jetzt glaube ich, haben wir die Isabel verloren. Eingefroren, ja. Ja. Wir haben bestimmt noch mehr Fragen im Chat. Da können wir mal noch einen Blick drauf werfen, weil es geht natürlich auch darum, dass wir auf eure Fragen eingehen. Genau, da war der PDF Accessibility Checker auch schon mal. Ja, gibt es sowas auch für Webauftritte? Ganz klar. Für Webauftritte, Alexander, das ist dasselbe. Wenn du mit einem Screenreader, da kannst du natürlich Dokumente dir vorlesen lassen, Software selber oder Webauftritte. Das ist eigentlich egal, sondern alle digitalen Inhalte kannst du über einen Screenreader steuern, nutzen, richtig? Ja, das ist so und es geht so weit, wenn ich mit dem Screenreader arbeite und rufe dann mal so eine Online-Hilfe auf. Also gibt es auch so ein Benutzerhandbuch für den Screenreader im Programm selbst, wenn die vielen 100 Tastenkombinationen, die es da gibt, wenn ich da mal irgendwie einen Spickzettel brauche. Und wenn ich auf einer Website bin oder in so einem PDF-Dokument, dann kommt der gleiche Hilfetext, wie man da navigieren kann und so. Und dahinter kommt die Information, Sie befinden sich gerade in einem PDF oder HTML-Dokument. Also da wird sogar die gleiche Technik im Hintergrund verwendet, um das Ganze, um diese Struktur auszulesen für mich und aufzubereiten. Mhm. Und wir haben ja gesagt, der ganze Aufhänger hierfür war ja, da hat Isabel gesagt, kümmert euch um Barrierefreiheit, um den Geldstrafen zu entgehen. Ah, super, du bist wieder da, Isabel. Und das war ja der Aufhänger, dass wir gesagt haben, hey, lass uns das thematisieren, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das kommt, 28. Juni 2025 ist die Deadline für die Umsetzung. Es gilt aber jetzt schon. Es wurde letztes Jahr im Juni, am 15. Juni, wurde das verabschiedet, am 22. Juni letzten Jahres veröffentlicht. Das heißt, es ist geltendes Recht und gilt für die Privatwirtschaft, dass Produkte und Dienstleistungen barrierefrei sein müssen. Und wir können hier nur am Rande eingehen. Wir werden nachher auch noch so ein paar Links posten, wo ihr dann auch noch mehr lesen könnt. Und letztendlich ist es so, dass es gibt einen großen Bereich, alle Online-Shops sind betroffen. Es gibt nämlich das Limit, dass man sagt, naja, nur Unternehmen mit ab 2 Millionen Jahresumsatz und mit mehr als 10 Mitarbeitern. Das gilt aber nicht für Unternehmen, die Produkte vertreiben. Nämlich sobald man Produkte vertreibt, gilt es auch schon für kleinere. Das heißt, dann sind schon ganz viele Online-Shops dort betroffen und es betrifft natürlich die komplette Customer Journey. Also von Angebot oder Produktinformation in der Pre-Sales-Phase bis hin dann Rechnung oder Benutzerhandbuch. Es geht komplett durch. Und das heißt, ihr könntet, oder es wäre gut, jetzt schon zu überlegen, Moment, an welcher Stelle kommen denn Dokumente bei uns vor und wo kommen die her und wie könnten wir die am besten
und am einfachsten, am effizientesten barrierefrei zur Verfügung stellen. Im Chat hat gerade jemand gefragt, ob das nur B2B oder B2C betrifft. Wahrscheinlich bei Gute alles. Frage. Na, es ist tatsächlich B2C, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Interessanterweise, dass das dort in dem Gesetz getrennt wird. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn ich jetzt hier mein Produkt an eine Firma verkaufe, muss ich nicht barrierefrei sein, was ja ein bisschen komisch ist, diese Abgrenzung. Es ist tatsächlich für Endverbraucher. Es wird auch daran gearbeitet, das noch weiter auszuweiten, aber das aktuelle Barrierefreiheitsstärkungsgesetz richtet sich an, also Barrierefreiheit für Endverbraucher. Und was ich jetzt spannend finde, Alexander, kennst du oder kannst du uns Shops oder sowas nennen, die das schon sehr, sehr gut machen? Gibt es da Vorreiter? Es gibt Vorreiter international, vor allem natürlich so die ganz großen, die, hätte man ja gesagt, üblichen Verdächtigen, so wie Amazon oder so, die einfach da wirklich seit Jahren und gar nicht so sehr, weil sie irgendeine humanitäre Organisation wären, sondern weil sie das ganz einfach müssen. Zum Beispiel in den USA, da ist ja die Gesetzgebung seit Jahren schon viel strikter. Deswegen sind auch die großen Player wie Apple, Google, Microsoft da so vorne dran. Ihnen würden sonst erstens Strafen drohen, zweitens wichtige Geschäfte entgehen oder entgangen sein. Und deswegen ist es dort schon viel weiter. Und man kann so als Faustregel aufstellen, je größer der Shop, je größer das Unternehmen, je größer eine potenzielle User-Community, die sich schon zu Wort gemeldet hat oder hätte, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Sache schon halb zugänglich oder sogar richtig barrierefrei ist. Und bei den ganz kleinen Shops, da kommt es immer darauf an, wenn das jemand ist, der vielleicht aus irgendeinem Grund sowieso das Thema auf dem Schirm hat, dann kann auch mal so ein kleiner, feiner Online-Shop, der sich auf irgendwas spezialisiert hat, irgend so ein kleines Weingut oder so mit Direktvertrieb, mit dem Online-Web-Auftritt, dann kann der barrierefrei sein. Aber das ist eher die Ausnahme. Und vielleicht noch kurz zu dem Thema B2B, B2C. Ich glaube, da steckt noch, ob reflektiert oder nicht, so eine alte Denke dahinter. Naja, also die Endverbraucher, das sind irgendwie so die Betreuten, die brauchen es barrierefrei, aber bei der Firma, also ein Unternehmer, ein Selbstständiger oder so, naja, da wird ja jetzt kaum ein Behinderter drin sein. Da müssen wir es jetzt nicht barrierefrei machen. Und das steckt Genau. auch ganz oft in Softwareanschaffung oder so drin. Ja, selbst bei uns, wir arbeiten mit einer Zeiterfassungssoftware, da war es nur schwer, dem Auftragnehmer zu vermitteln, also der Firma, die das dann für uns zu Ende programmiert hat, dass wir natürlich auch im administrativen Bereich, im Backend, dass wir also auch Personalverwaltung und dass wir auch selber Geschäftsführer haben, die blind sind und Urlaube genehmigen können müssen und so weiter. Also da ist noch viel zu tun. Ja, das glaube ich. Und du hast gesagt, die USA ist da schon weiter. Wenn ich so an Themen wie Vereinbarkeit und so weiter denke, dann guckt man ja auch viel nach Skandinavien. Gibt es denn sonst noch Länder, die da auch eine Vorreiterrolle einnehmen? Ja, es gibt also ein Land, wo das auf jeden Fall auch, was ich so mitbekomme, nicht so viel mitbekomme, aber das, was mir da so zukommt, da würde ich sagen, die sind auch sehr weit, das ist Israel. Und dann ein Land, ja, das sowieso ein Top-IT-Standort ist oder wäre, wenn jetzt nicht eine permanente Zerstörungsmaschinerie dagegen anliefe, nämlich die Ukraine. In der Ukraine ist das Thema sehr, sehr weit oben auf der Agenda, auch insgesamt, also auch so zivilgesellschaftlich. Mhm. Und Markus, du hast eben gesagt, es wird bald Pflicht. Was sind denn die First Steps, die man so machen sollte als Unternehmen? Ja, komm ich vielleicht drauf, vielleicht noch ganz kurz, weil du gerade nach den Ländern gefragt hast. Also die EU möchte natürlich die Region weltweit, die Region Nummer 1 sein für digitale Barrierefreiheit. Im Moment ist es wahrscheinlich schon eher die USA. Dort ist es richtig sexy, digital barrierefrei zu sein. Natürlich sind die Strafen dort auch höher, aber übrigens ist im BFSG steht es auch schon drin, also bis zu 100.000 Euro. Aber gut, vielleicht ist es ja für manche nur aus der Portokasse. Ich finde es jetzt schon relativ hoch, aber gut. Und da ist es natürlich gut zu überlegen, Moment, wo haben wir denn Dokumente? Also bei unserer Customer Journey oder intern, jeder setzt ja Word ein, intern für Berichte, Protokolle, wo in unseren Kommunikationsabläufen kommen denn Dokumente vor? Haben wir das selber in der Hand? Ja, mit welcher Software? Gut wäre es zum Beispiel, fangen wir mit einem einfachen Beispiel an, Word-Dokumente. Die werden ja alle Nase lang eingesetzt. Ich glaube, wenn ich fragen würde, Moment, Hand hoch, wer setzt Word ein? Ja, dann wahrscheinlich bei 99% der Leute hier würde die Hand hochgehen müssen, ob wir es wollen oder nicht. Das heißt, schaut nach Quick Wins, schaut erstmal, Moment, welche Art von Dokumenten haben wir?
Ja, dann Quick Wins, wie jetzt zum Beispiel aus Word heraus lässt sich das sehr gut machen. Gibt es Software, gibt es Workflows, wenn ich in Word richtig arbeite, ohne großen Zusatzaufwand, dann kann ich die Struktur mit rüber retten, also in das PDF oder sogar noch mehr machen. Das ist sogar, dass das PDF barrierefreier sein kann als das Word-Dokument selber, weil PDF dann noch mehr Möglichkeiten bietet. Und also das wäre schon mal ein guter Anfang. Oder überhaupt zu überlegen, Moment, wo kommen unsere Sachen her? Unsere Rechnungen zum Beispiel, welche Programme setzen wir da ein? Um dann Stück für Stück zu überlegen. Ich habe erst jetzt im Rahmen unserer Ankündigung, habe ich gesehen, irgendjemand hat es gepostet, es gibt so einen Countdown, wie viele Tage, ich glaube, das waren jetzt noch 450 Arbeitstage, klingt jetzt vielleicht auch viel, bis man parat sein muss. Aber das Gesetz gilt ja jetzt schon und wie DSGVO und so weiter gezeigt hat, ist es immer gut, wenn man das rechtzeitig anpackt. Und das andere ist ja auch jetzt für die ganze interne Geschichte. Ich weiß, Alexander, Menschen mit Behinderungen sind überrepräsentiert unter den Arbeitslosen. Sie sind aber nicht also wie soll ich sagen, das ist sogar, es gibt sogar viele Akademiker drunter. Also es ist nicht so, dass es jetzt an der mangelnden Bildung liegt, sondern es liegt an der mangelnden Barrierefreiheit im Arbeitsleben. Und da sind wir auch wieder mitten beim Thema Recruiting, gute Leute herzukriegen, wird immer schwieriger. Und jetzt gibt es da eine Gruppe an Leuten, die Schwierigkeiten haben, aufgrund mangelnder Barrierefreiheit wirklich richtig am Arbeitsleben zu partizipieren. Also dann sehe ich da auch eine große Chance jenseits von Gesetz. Ja, spannend. Das sind auf jeden Fall gute erste Punkte. Es kam gerade auch noch die Frage im Chat nach Alttexten. Die sind ja so das, was, glaube ich, jeder kennt und weiß, da muss ich was eintippen, auch auf Instagram und Co. Wie lang sollten die denn im besten Fall sein und wie ausführlich? Ja, Alexander, willst du den ersten Aufschlag mal machen, wie aus deiner Sicht? Wahrscheinlich kannst du am besten berichten, was dir am meisten hilft. Ne? Ja, man soll ja die Sache positiv formulieren. Also zunächst nicht sagen, was alles nicht sein darf oder so. Drum, aber dazu muss ich dann doch noch kommen. Auf jeden Fall, ja, wie würde man zum Beispiel in einer ganz kurzen, knappen Form ein Bild beschreiben, wenn man jetzt die andere Person nur am Telefon hat? Die kann jetzt irgendwie das Bild nicht sehen. Was sagt man kurz und knapp? Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit. Und dann ist es natürlich auch im Social-Media-Bereich anders als vielleicht in 'ner Broschüre, in einem Gutachten, das als barrierefreies PDF vorliegt, wo Baupläne sind und so weiter. Da muss man ganz anders mit Alttexten arbeiten als, ähm, in 'ner Broschüre inklusive Familie, wo es dann irgendwie so einen selbstgezeichneten Elefant von Kinderhand gibt. Da reicht also ein kurzer Alttext. Eins kann man jedenfalls immer weglassen, einfach immer, nämlich sowas wie: „Auf diesem Bild sieht man“. Weil das ist sowieso klar. Der Screenreader-User bekommt mit, das hier ist eine Grafik. Kann man also gleich einsteigen und vielleicht ist es wichtig, oder sehr oft ist wichtig, ja, Zeichnung, Doppelpunkt, Foto, Doppelpunkt, Bauplan, Grundriss und so und dann kann man da ziemlich im Nominalstil arbeiten mit ein paar knackigen Adjektiven und Substantiven. Aber wie gesagt, sich auch gut der Textsorte anpassen. Wenn das da jetzt eher locker und fröhlich und so ist, dann kann auch im Alttext etwas von fröhlich winkenden Menschen oder so sein. Im Gutachterstil wäre es vielleicht nicht am Platz. Okay, super. Und hier wurde gerade noch nach Tools gefragt. Ein Tool, das gerade viel genutzt wird, ist ja zum Beispiel Canva, mit dem man Instagram-Posts bauen kann, Präsentationen, Dokumente und so weiter. Sind die Tools an sich oder gibt es Tools, die an sich schon barrierefrei sind oder liegt das eigentlich daran oder liegt es in der Hand des Benutzers, ob das Dokument, das ich erstelle, dann barrierefrei ist, weil ich eben Alttexte setze und so weiter? Ja, ich selber kenne jetzt nicht so viele Tools. Also, ich bin auch nur sehr am Rande mal so ein bisschen mit Webdesign und so zugange gewesen. Da ist es nämlich zum Beispiel oft auch so WordPress oder Contao oder was es da so an CMS gibt. Äh, Die liefern meistens inzwischen doch richtig schönen barrierefreien Output, wenn alles beachtet wird, was zu beachten ist. Im Hintergrund, so im Backend, hm, ja, ist es auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Also, wenn die Ausgabe barrierefrei ist, das, was so als HTML oder als Social Media Post oder so
rausgeht, barrierefrei ist, dann muss es nicht bedeuten, dass das Tool selber barrierefrei ist. Also zum Beispiel so eine App, weiß nicht, ob es die noch gibt, wie TweetDeck, mit der man also mehrere Twitter-Accounts sehr smart managen kann. TweetDeck selber ist absolut unzugänglich, zum Beispiel mit Screenreader. Und es ist halt noch ein großes Problem, also ich meine, die meiste Software ist nicht barrierefrei. Also weil Barrierefreiheit passiert nicht aus Zufall. Also das ist immer so, die Leute sagen dann, wenn wir die Frage stellen, Moment, ist eure Software barrierefrei? Und dann sagen die, weiß ich nicht, muss ich erst mal angucken. Dann sage ich schon, okay, danke, es ist nicht barrierefrei, weil sonst wüsstest du es, ob du es gemacht hast oder nicht. Also das passiert nicht zufällig, nicht unabsichtlich, so, ups, oh, jetzt haben wir eine barrierefreie Software, sondern man muss wirklich von Anfang an schon daran denken, im Nachhinein das umzubauen, ist immer total schwierig. Das ist meistens so, ich habe nur einmal erlebt, allerdings nicht bei Software, sondern bei Dokumenten, dass das zufällig barrierefrei war. Ich habe also irgendwie so eine Habilitationsschrift oder irgendwas Großes, Professorales, mehrere 100 Seiten starkes PDF-Dokument bekommen. Ich habe den Professor, der es selber erstellt hat, nur mal so gefragt, ob es barrierefrei ist. Er wusste es nicht. Da habe ich gesagt, na gut, ich kann es mir ja mal anschauen. Und was stelle ich fest? Das Dokument hatte über 400 Überschriften, der Ebenen 1 bis 5. Das war also alles ganz hervorragend und Bildbeschreibungen und super korrekte Tabellen. Ja, dann habe ich ihn gefragt, wie das denn kommt, weil das war echt also tipptopp. Da hat er gemeint, nee, ich habe halt nur mein Word so angewendet, wie man es mir beigebracht hat und bin auf Speichern unter PDF entsprechende Optionen gesetzt gegangen. Ja, aber das ist natürlich selten sowas, dass etwas zufällig barrierefrei ist. Und also um nochmal auf Software zurückzukommen, es gibt natürlich immer mehr, wie sagt man, Module oder Bestandteile, also oder Standardsoftware, wo man versucht, die barrierefrei zu gestalten. Es gibt jetzt auch Richtlinien, für die für die Software gelten. Aber das ist noch relativ am Anfang und das ist genau das Problem. Das heißt, als Nutzer, nehmen wir an, ich habe jetzt ein Shop-System, dann kann ich mich nicht darauf verlassen, dass das out of the box barrierefrei ist. Es gibt jetzt schon manche, die das ein Stück weit berücksichtigen. Es gibt noch keines, das quasi das Gutachten hat oder das Zertifikat hat. Also das ist wirklich noch relativ am Anfang. Wir haben zum Beispiel unser Access Word, ganz frisch, der neue Release, seit 4 Wochen draußen. Der ist komplett bedienbar und hat auch ein Gutachten, hat das BITI-Zertifikat. Es ist quasi die erste Software, mit der auch Menschen mit Behinderung selber barrierefreie Dokumente erstellen können, weil uns das wichtig ist, nicht nur zu konsumieren, ja, dass Menschen mit Behinderung das nicht nur konsumieren können, sondern das auch selber erstellen können. Gerade kam noch eine Frage, ob zu barrierefrei auch Neurodiversität zählt, also ob da auch Rücksicht drauf genommen wird. Ja, also da ist es jetzt so, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind ja unter uns, da können wir ja ehrlich auf die Sache gucken. Also Barrierefreiheit ist ja so ein Containerbegriff. Natürlich gehören da auch Menschen mit Neurodiversität dazu. Natürlich gehören da auch Menschen mit chronischen Erkrankungen dazu. Ja, also das ist total breit. Gehörlose Menschen, sehbehinderte Menschen, motorisch eingeschränkte, psychisch erkrankte Menschen gehören auch zu diesem großen Spektrum mit dazu. Und jetzt ist es aber so, ich war gestern auf einer Konferenz und da war das so, dass die Gehörlosen haben ihre Gebärdensprache bekommen, die Übersetzung in Gebärdensprache. Dann gab es aber auch einen autistischen Teilnehmer, der gesagt hat, oh, um Gottes Willen, er muss sich woanders hinsetzen, weil es macht ihn völlig kirre, wenn er so viel Bewegung sieht. Das ist ein schöner Punkt, dass es manchmal gegenläufige Anforderungen gibt, die man ausbalancieren muss. Und da kommt jetzt natürlich wieder das Fundament der technischen Barrierefreiheit. Man kann die Barrierefreiheit technisch betrachten. Das ist das Fundament. Und dort sollten die Leute mit ihren verschiedenen Anforderungen ansetzen können. Das heißt, wenn es nämlich bedienbar, benutzbar ist für Software, dann gibt es viele assistive Systeme, wie jetzt zum Beispiel auch Alexander Screenreader, der dann für blinde, sehbehinderte Menschen das aufbereiten kann und dann ist ihnen genau geholfen. Genauso wäre das denkbar für kognitiv eingeschränkte Menschen, denn Schriftvergrößerungen, kleinere Zeilen, mit Bildern untermalt, Illustrationen. Es wird hervorgehoben, welches Wort gerade gelesen wird und dann verstehen die das auch besser. Und so ist es möglich, diese teilweise widersprüchlichen Anforderungen
miteinander zu versöhnen. Also weil das echt eine Herausforderung ist. Dann kam gerade noch eine Frage, wie es mit Grafikprogrammen wie beispielsweise InDesign aussieht, ob man aus solchen barrierefreie PDFs exportieren kann oder mit anderen Tools erzeugen kann. Ähnlich gut wie mit Word. Ich würde sagen, ist vergleichbar. Da gibt es auch ein Add-in. Also man kann mit Bordmitteln, Alexander hatte ja vorhin gesagt, das ist zufällig barrierefreie mit Bordmitteln. Das geht in InDesign auch mit Bordmitteln, kriegt man schon eine ganz gute Struktur für einfache Elemente hin. Aber in InDesign baut man meistens schön gestaltete, schön gelayoutete Publikationen. Und da gibt es aber auch ein Add-in. Made to Tag heißt es, mit dem man super gut arbeiten kann. Vergleichbar mit Access Word für den Word-Workflow gibt es sowas für InDesign. Ist, würde ich genauso sagen, gar kein Problem. Die Tools gibt es. Es gibt das Material dazu, wie man es anwenden kann. Man kann da total effizient und nachhaltig sein. Und es lohnt sich, sich da fit zu machen, wenn man in diesem Bereich ist. Es gibt ja auch einige Agenturen, die jetzt, weil die Behörden ja schon barrierefrei sein müssen, haben die sich entweder selber haben ihre Workflows umgestellt, ja, als Kommunikations-Grafikagenturen, dass sie jetzt barrierefreie Dokumente oder Publikationen erstellen können. Oder manche sagen, nee, das ist uns zu aufwendig, wir geben das vollkommen raus, wir machen die PDF so, wie wir sie bisher gemacht haben. Und das kann man natürlich auch machen, ist halt immer die teurere Art. Muss man dann abwägen, wie man arbeiten möchte oder welche Ressourcen man dann auch zur Verfügung hat. Ich habe auch noch eine Frage. Man stolpert ja öfter über den Begriff leichte Sprache in dem Kontext. Dann Dokumente, die man erstellt, einfach immer in leichter Sprache machen oder macht es auch manchmal Sinn, 2 Dokumente zu erstellen? Also 2 unterschiedliche, eins in leichter Sprache und eins, wie ich es erstellen würde, wenn ich nicht darauf achten würde, sag ich mal. Ja, das hängt manchmal ein bisschen davon ab. Also grundsätzlich ganz viel wird in 2 Versionen gearbeitet. Also weil wenn es dann um die Inhalte geht, wenn es dann um rechtliche Sachen geht, dann ist es, also dann wird man der Sache nicht ganz gerecht, nur in leichter Sprache zu veröffentlichen. Ja. Und leichte Sprache ist ja auch eine Anforderung, die wird immer gerne genommen, weil die sehr konkret ist. Ja, also da springen ganz viele Leute drauf. Interessant ist aber, dass die Barrierefreiheit schon, also egal ob es dann in leicht, wie die Inhalte dann sind, ja, ob welches Komplexitätslevel oder welches Sprachlevel die denn abbilden, das ist eigentlich eine Schicht, die relativ weit oben ist. Und selbst Dokumente, die in leichter Sprache sind, müssen erstmal technisch barrierefrei sein, damit man dann auch die Inhalte gut nutzen kann, damit die Software dann darauf zugreifen kann, damit auch Menschen mit Lernschwierigkeiten tatsächlich sich diese Sachen vorlesen können. Das wird manchmal vergessen. Aber kurze Antwort, hängt ein bisschen von dem ab, was ich kommunizieren möchte. Aber es ist zu 90% gebräuchlich, wenn ich leichte Sprache habe, dann habe ich, habe ich immer Alternativversionen. Also schwere Sprache und leichte Sprache. Ja, im Chat stehen keine weiteren Fragen. Vielleicht, Alexander, hast du noch 1, 2 Tipps, was wir mitnehmen können, wenn wir jetzt an dem Thema arbeiten, was wir auf jeden Fall beachten sollten, wie Markus eben schon erzählt hat, was so die ersten To-Dos sind, was aber vielleicht auch Sachen sind, die oft vergessen werden? Ich glaube, wir haben es ganz gut abgedeckt. Ich werde oft gefragt, ja, können wir denn nicht die Barrierefreiheit selber testen? Also wenn wir jetzt eine App entwickelt haben, Dokumente irgendwo hochladen oder so, können wir uns dann nicht einfach einen Screenreader installieren und das dann selber testen? Ja, und dann sage ich ja, mit Einschränkungen. Also man kann gewisse Dinge einfach mal selber ausprobieren. Wenn ich Softwareentwickler irgendwo jetzt berate, und die sagen, ja, können wir die Barrierefreiheit selber testen? Dann sage ich, okay, wenn es zum Beispiel eine Windows-App, ein Windows-Programm ist, ihr könnt ja mal den in Windows eingebauten Screenreader, den Narrator, Sprachausgabe heißt er auf Deutsch auch einfach, könnt ihr ja starten unter Einstellungen, da irgendwie erleichterte Bedienung oder so ähnlich, oder den einfach mal suchen, Steuerung, Windows-Taste, Enter und dann mal in der App die Tabulator-Taste drücken, mit der man ja normalerweise so zwischen den Schaltern so okay, abbrechen, Hilfe und sowas alles erreicht. Und wenn ihr da zum Beispiel immer nur hört, Schalter, Schalter, Schalter und sonst nichts oder es auch gar nicht klappt mit Tab, dann habt ihr noch einiges zu tun. Aber also so richtig mit Screenreader testen, wie
eine blinde Benutzerin, ein blinder Benutzer Dokumente oder Anwendungen wahrnimmt, in ihnen navigiert, mit ihnen interagiert, da müsste ja die Person, die das testet, sich komplett anpassen und völlig also ohne Maus, nur mit der Tastatur arbeiten. Das ist ja ein Use Case, der also mitgetestet werden muss, mit simuliert oder emuliert werden muss eigentlich. Und das würde man sich selbst überfordern, wahrscheinlich als testende Person. Ähm, Dafür gibt es andere Möglichkeiten, sowohl automatisiert als auch dann am Ende wirklich ganz oft die menschliche Prüfperson, die da sein muss und am Ende sagen muss, die Lesereihenfolge ist irgendwie sinnvoll oder nicht oder so etwas. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Selber testen hat da wirklich Grenzen. Das heißt, du hast auch User-Tests mit Leuten mit Sehbehinderung, die dann sagen, das würde ich so oder so machen und hier komme ich zum Beispiel nicht weiter. Ja, genau so. Vielleicht, Isabel, noch 2 kleine Hinweise. Wer weiter, weil wir schon kurz vor dem Ende sind und wer sich weiter für das Thema interessiert. Es gibt eine Reihe an kostenlosen Schulungen und Veranstaltungen, also Einführungsschulungen, wo es wirklich hands-on geht. Wie mache ich es denn wirklich? Weil das war uns klar, dass wir hier jetzt nur mal so ein bisschen das anteasern können. Aber wie man es richtig macht, gibt es, da habe ich den Link gepostet im Chat. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat gibt es eine Schulung, wie ich das aus Word mache, wenn es Word betrifft. Und wir haben auch jeden Monat so eine Ask the Expert Session mit unterschiedlichen Leuten. Alexander ist da regelmäßig Gast, immer einmal im Quartal. Und da geht es aber richtig tiefer rein. Zum Beispiel das nächste Mal weiß ich schon so ein paar Dinge. Ich glaube, ich habe es dir noch nicht gesagt, Alexander. Da geht es dann direkt um Tabellen, wo wir heute ja auch schon ein bisschen was gehört haben. Wie muss ich die wirklich bauen? Worauf kommt es an? Und Alexander zeigt es dann auch immer wieder mit dem Screenreader, wie gut, also wie man dort dann navigiert und worauf es ankommt. Und sind sehr wertvolle Sessions, also für jeden, der sich da weiter einarbeiten möchte. Und hatte auch den Link schon gepostet. Es gibt so eine Einführung zur PDF-Barrierefreiheit. Habe ich auch den Links gepostet. Moment, was bedeutet das? Das ist ganz gut, um das mal zu sensibilisieren oder an Kollegen weiterzugeben. Da ist es ganz nett erklärt, finde ich, also das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ratet mal, woher das kommt. Also, und weil die Strukturebene bei PDFs ja wirklich so ist wie bei dem kleinen Prinzen, dass man, man sieht es nicht auf den ersten Blick, sondern das ist unsichtbar hinterlegt. Genau. Ja, sehr spannend. Ich gehe davon aus, dass Leute, die hier noch Fragen haben, euch auch auf LinkedIn einfach anschreiben können, Markus und Alexander. Auf alle Fälle. Ja, jederzeit gerne. Ja. Genau. Ja. Und wir haben sogar, also LinkedIn ist super. Es gibt auch auf der Access4-Seite eine Community, wo mehrere Leute drauf gucken, weil digitale Barrierefreiheit ist immer eine Expertensache. Das professionalisiert sich. Zur Screenreader-Nutzung ist Alexander absoluter Experte. Ja, ganz viel lerne ich immer noch, wenn ich Alexander höre oder mich mit ihm austausche. Jeder hat so sein Expertengebiet und deswegen ist es immer gut. Es kann nicht nur eine Person abbilden. Deswegen gut, also stellt es uns oder wir leiten es dann weiter oder stellt es in der Community, dann kriegt ihr da auch Antworten. Sehr cool. Also ich habe noch mal viel gelernt. Ich habe ja auch schon 1, 2 Nachrichten gesehen, dass sich ein paar andere anschließen und auch ein paar Tipps mitgenommen haben. Vielen Dank euch beiden. Und dann gehen wir hoffentlich inspiriert und mit Tatendrang, dass wir das schnell umsetzen wie DSGVO, den Nachmittag und hoffentlich bald Feierabend. Ja, genau. Danke dir, Isabel, dass du dieses Thema aufgreifst. Also es ist immer noch so, dass es oft wir sagen immer die Accessibility Bubble hängt. Es ist eine tolle Community, alle kennen sich untereinander, aber es gibt noch so viele draußen, die noch nicht wissen, dass das wichtig ist. Und ich habe einen Indikator, das ist immer, wenn ich auf Partys gehe, wie viele Leute treffe ich, wenn die fragen, Moment, was machst du, Markus? Und wie viele Leute treffe ich, die davon schon mal gehört haben? Und ich muss sagen, die Quote steigt. Es gibt jetzt immer 1, 2 Leute auf den Partys, die davon schon mal gehört haben. Und wir wollen eigentlich, dass jeder darüber Bescheid weiß. Und werdet auch Multiplikatoren, macht weiter mit. Und vielen Dank dir, Isabel, vielen Dank dir, Alexander. Ja, und euch Dank. allen,
baldigen Feierabend und ja, gute Restwoche noch. Ja, danke euch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, Ciao. dann Ciao.